Willkommen zum zweiten großen Update-Video. Wir werden uns heute anschauen, ist der Pullback von Unity Software vorbei? Selbe gilt für Riot. Wir werden uns anschauen, wird MSCA noch immer weiterfallen? Wir machen ein kleines Update on Webull. Wir machen ein großes Update on Plug Power. Wir werfen einen kleinen Blick auf Open. Dann machen wir trotz dieses Knives von letzter Woche ein Update an FFAI. Und zum Schluss werden wir uns noch 3 Community-Wünsche anschauen. Wenn es euch interessiert, bleibt einfach dran. So, wie immer, ich benutze die fraktale Methode. Ich werde das Erklärvideo wieder ans Ende des Videos hängen oder ihr sucht auf meinem Kanal nach der Playlist Fractal Method. Okay, na dann fangen wir gleich an. Und zwar mit Unity. So, sehr viel zu sagen ist ja hier nicht. Ja? War ja schon im letzten Update-Video. Einfach zur kurzen Wiederholung. Unity ist in seinem Run zu seinem B gestartet. Dann Alt hoch, sein C, Lower High, Midpoint, Last Time to Sell unser T und dann runter zu unserem W. Wir haben dann ein wunderschönes High-Low gemacht und dann sind wir zu unserem A gelaufen. Am 8. Dezember hatten wir unseren Peak. Und ich meine, für Transparency, ja, habe ich gesagt, als erstes dachte ich, das war unser Peak auf A. Aber natürlich, nachdem wir es gebrochen haben, war es das nicht. Ich habe allerdings dazu gesagt, ja, dann nehmen wir halt dieses Peak für unser A. Und ich habe gesagt, unser Pullback für unser A muss der 0.5 oder der 0.618 sein. Und wenn man sich das anschaut, wo sind wir gebounced? Perfekt, beim 6.18. Ehrlicherweise muss ich dazu sagen, ich habe mir eigentlich gedacht, das wird ein bisschen länger dauern. Aber ja, natürlich ist dann plötzlich News gekommen, dass Google eine neue AI erstellt. Und deswegen ist es im perfekten Zeitraum zur perfekten Nummer runtergekracht. Logisch, ja. Alle haben sich zur gleichen Zeit gedacht, scheiße, wir verkaufen. Und alle haben natürlich gesagt, bei $23, hör mal auf. Logisch. Okay, wie schaut es jetzt aus? Also, ich gehe eigentlich nicht davon aus, dass wir jetzt noch weiter droppen, ja, weil erstens, was wäre die Bestätigung für unser A? Wir hatten unser Higher Low schon, wir sind raufgelaufen. Wir sind über unsere T-Linie. Ja, ganz allein deswegen nehme ich an, dass das A ist. Ja, wir sind am perfekten Zeitpunkt gebounced, nämlich auf der 6.18. Ja. Sollten wir, wegen was auch immer, unter die 786 fallen, also unter $18, das wäre schlecht. Ich meine, okay, dann wäre das Ganze Higher Low. Ich sehe es aber nicht. Fürs bullische Tracking, was wäre jetzt der nächste Move? Im besten Fall ist das hier unser Bounce. Ja? Wir könnten jetzt ein kleines Micro-Higher Low dranhängen, was wir meistens machen, aber auf jeden Fall nicht mit tiefer als 22,81 fallen. Unser nächstes Ziel ist über der M-Linie und zwar über 109. Wie würde das ausschauen? Wir haben jetzt schon Teile von unserem B-Run. Haben wir schon. Ja, also ich würde sagen, dieser letzte Teil hier wird dieser letzte Teil hier sein. Ja? Wir haben leider nicht den ganzen B-Run, ja? Weil die Reste von A muss man sich leider vorstellen. Ja? Aber Fractals wiederholen sich immer wieder. Sie werden nur größer und länger. Ja? Weshalb das hier auch ein größerer Move ist als dieser größere Move. Ob wir ganz so steil raufgehen, bleibt abzuwarten. Ja? Aber es sollte zumindest nicht sowas sein. Ja? Es sollte doch relativ steil raufgehen. Und wir werden einen 0.5 Pullback bekommen. Das ist auch klar. Also sollte zum Beispiel
Sollte unser Peak für B 113 sein, dann nehmen wir von diesem Bottom jetzt unsere 0,5 FIB und wenn wir diesen Peak erreichen, fallen wir runter auf 52 wieder. Und dann brechen wir wahrscheinlich allzeit hoch. Schaut auf jeden Fall interessant aus und trackt sich wunderschön. Okay, nächstes ist Riot. So, Riot habe ich ja auch letztes Mal schon gezeigt und dann hatten wir diesen Krypto-Crash. Ja. Nur die Sache ist, ich habe auch letztens schon gesagt, weil ich in den Kommentaren die Frage bekommen hatte, ja, mein Tracking ist falsch, weil Riot läuft 1:1 mit Bitcoin. Ich habe damals im Video schon gezeigt, nein, tut es nicht. Ja. Seitdem Riot existiert, ja, ist es die ganze Zeit runtergefallen. Während dieser Zeit ist Bitcoin nach oben gegangen. Ja. Im besten Fall kann man sagen, seit März 2020 läuft es halbwegs wie Bitcoin. Allerdings muss man dazu auch sagen, Bitcoin hat immer höhere Highs gemacht und Riot immer niedrigere Highs. Also funktioniert nicht so ganz. Aber klarerweise, weil es ein Kryptominer ist, bei großen Moves nach oben oder nach unten wird halt Riot sich ein bisschen mitbewegen. Aber trotz allem hat Riot einfach sein eigenes Fractal. Es schaut auch nicht wie Bitcoin aus. Also zu sagen, es läuft 1:1, dann wird es auch schon wie Bitcoin. Tut's nicht. Gut, fürs Fractal selber. Ne? Riot ist in seinem B gestartet. 0.5 Pullback, rauf zum Allzeithoch. Low High, Midpoint, T. Unser V war am 23. März. Perfekt. Irgendwo hier drin auf den niedrigeren Charts haben wir das High Low. Dann sind wir aus der Trendlinie ausgebrochen, haben einen etwas tieferen Retest gemacht. Ja. Aber wenn man sich das hier anschaut, perfekter 0,618 Pullback. Und seitdem machen wir diese halbwegs Seitbewegung. Was kommt als nächstes? Als nächstes kommt B. Ja. Und B ist meiner Meinung nach zwischen 240 und 330. Warum? Werde ich gleich hier zeigen. Bevor wir allerdings uns das anschauen, schauen wir uns diese kleine Sektion an. Weil im besten Fall ist unser A-Pullback fertig und zwar hier am 3. Jänner 2023. Das hier ist einfach nur der kleine Teil, bevor wir zu B raufschießen. Um genau zu sein, ist hier unten unser Higher Low. Dann sind wir raufgeschossen zu unserem kleinen A. Ja. Das ist bis zum 21. April perfekt runtergefallen zum 6,18. Und dann sind wir zum kleinen B aufgegangen. Ist dieser Pullback vom kleinen B fertig? Weil wir hatten ja ein ziemliches Knife mit Bitcoin. Und wenn man sich dann vom Boden von A zum Top von B geht, B macht normalerweise einen 0,5 Pullback. Und wir sind hier gebounced. Also im besten Fall geht's jetzt nach oben. Dazu sei gesagt, jetzt kann man natürlich der Meinung sein, ja, dann wird ja Bitcoin wahrscheinlich auch nach oben gehen. Vielleicht. Ja. Ich habe keine Kryptoposition und ich bin eher neutral eingestellt. Ich habe bullisches Tracking für Bitcoin, ich habe extrem bearisches Tracking für Bitcoin. Ja. Somit, es ist mir auch ziemlich egal. Ja. Ich tracke das unabhängig von Bitcoin. Na gut, dann schauen wir uns mal den Vergleich an. So, hier unser Vergleich. Beide Seiten Riot, klarerweise. Linke Seite der Wochenchart. Rechte Seite der 4-Stunden-Chart und zwar nur von dieser Sektion von 2004 zu 2006, weil da sehen wir schon unser kleines B. Ich meine, unser großes B. Entschuldigung. Die Sache ist, warum schauen wir uns das hier an? Weil das einer der besten Pullbacks-Beispiele, die Riot immer macht, hat. Ja? Weil wir sehen leider nicht den Weg zu unserem B. Wäre geil, wenn wir das hier sehen würden, weil dann könnten wir das 1:1 hier rüberlegen. So müssen wir damit arbeiten. Was haben wir jetzt von der IPO angemacht? Wir hatten unser C, unser Lower High, sind runtergefallen zu unserem M, runter zu unserem V.
Was ich zeigen will, ist, man kann diesen Pullback hier auf das überlegen. Ja? Bedeutet, wir hatten unser C. C. Lower High. Lower High. Fallen runter, haben wir ein wunderschönes Low, haben wir zwei signifikante Peaks. Das gleiche, haben wir zwei signifikante Peaks. Fallen runter zu unserem T, kommen wieder hoch. Ich meine, das T sieht man hier nicht so schön. Fallen runter zum W. Machen dann ein Higher Low, was wir hier nicht sehen. Aber brechen aus der Trendlinie aus, gehen über T, somit ist hier wunderschön unser A. Pullback, Sideways-Bewegung und dann schießen wir rauf über die M-Linie. Und wenn man sich das hier genau anschaut, ich meine, ich müsste jetzt wahrscheinlich noch tiefer gehen, ja, aber das hier schaut ziemlich ähnlich aus wie das hier. Ich meine, das ist jetzt Tracking mit It Looks Like. Ja. Aber das ist damals passiert. Es hat sich hier wiederholt. Es wiederholt sich hier auch schon wieder. Also wird höchstwahrscheinlich der Uptrend sich genauso wiederholen. Das bedeutet, wie schaut unser Uptrend 4b aus? Ja? Also im besten Fall, warum auch immer, ja, irgendeine News wird schon geben, schießen wir jetzt plötzlich extrem nach oben, bekommen einen kleinen Pullback und dann schießen wir rauf zu unserem Ziel, zu unserem B. Jetzt ist aber die Sache, das hier waren halt, weiß ich nicht, wie viel war das? Das war 120%. Ja. Wir reden jetzt von 2000%. Ne? Fractal wird immer größer. Und ich meine, wie gesagt, wir reden von $14 zu $250. Ja. Aber im Großen und Ganzen, es ist einfach nur eine Wiederholung. Schaut gut aus. Schauen wir, ob es passiert oder nicht. Okay, nächstes ist MSCA. So, im Gegensatz zu Riot, was eine Bitcoin Farming Company ist MSCA einfach nur ein Step, der mit Schulden Bitcoin kauft. Und im Gegensatz zu Riot schaut MSCA aus, als wäre es schon jetzt erledigt. Ja? Was meine ich damit? Ich meine damit, dass MSCA seinen Peak am 21. Oktober höchstwahrscheinlich erreicht hat. Ja? Bedeutet, unser nächstes Ziel, weil das wirklich ein Peak ist $3. Es hört sich bescheuert an. Ja? Aber meiner Meinung nach wiederholen wir das hier. Ja? Und MSCA ist in den 2000ern schon fast draufgegangen. Ja? Damals, ich habe es mir nicht genau durchgelesen, ja, aber es war keine Krypto-Firma, aber auch damals hat dieser Idiot, ich meine, er hat Geld gemacht, ja, aber auch damals hat der Chef irgendetwas mit Leverage gekauft und nachher ging schief. Denselben Scheiß macht er jetzt. Also es wiederholt sich nicht nur das Fractal, es wiederholt sich auch die Lebensgeschichte. Ja. Fürs Tracking, ja, falls es stimmt, haben wir unser Top am 18. November gemacht. Dann unser Lower High und jetzt sind wir gerade runter zum M. Ich habe auch damals schon gesagt im letzten Tracking, Vorsicht, ja, weil wir werden hier höchstwahrscheinlich einen Bounce bekommen. Ja. Dasselbe, was hier war. Wir knallen runter, bekommen einen Bounce. Das ist dann unser M. Nach dem M geht es wirklich runter. Ich kann leider noch nicht sagen, ob das dieser Bounce jetzt schon war. Ja. Könnte sein. Aber in dem Fall würde ich einfach noch abwarten. Ja. Aber im Großen und Ganzen kauft, ich habe jetzt nicht nachgeschaut auf der Option Chain, aber ihr könnt jetzt einfach
den niedrigsten Putz für ein Jahr, also ein Jahr Liebs, ein Jahr auswärts kaufen. Und ich glaube nicht, dass ihr Putz für $3 kaufen könnt derzeit. Glaube ich nicht. Ich glaube, das Mindeste ist was? 80? Müssen wir nachschauen. Aber kein Financial Advice natürlich. Aber ich bin guter Dinge, der geht hundertprozentig ins Geld. Ja. Einzige Alternative zu dem ist, dass das nicht unser C ist. Ja. Dass das unser B wäre. Ja. Bedeutet, in dem Punkt wären wir jetzt gerade hier. Ja. 19. April 2000. Okay. Wäre eine Möglichkeit, dann schießen wir wirklich noch nach oben. In dem Fall muss ich halt wirklich auch sagen, es läuft nicht, auch genauso wie Riot, nicht 1:1 mit Bitcoin. Aber sollten wir jetzt wirklich das hier machen, dann wird Bitcoin wirklich zu, keine Ahnung, 500.000, 1 Million rennen. Das wäre das auch mit dem Fractal nicht zu erklären. Ja. Die Sache ist die, selbst wenn wir das so tracken würden, okay, bedeutet das, wenn man sich das hier anschaut, würden wir höchstwahrscheinlich trotzdem jetzt so einen Bounce bekommen, würden dann trotzdem runterknallen, weil wir wären dann genau hier in diesem kleinen Aufwärtstrend und würden trotzdem runterknallen. Wie tief würde dieser Drop sein? Naja, wenn das B ist, das ist unser A, dann wird das ein 0,5 Pullback. Und dieser 0,5 Pullback geht genau bis zu $40. Ja. Somit, die Sache ist die, wir sind jetzt bei 135. Also wenn man safe spielen will, dann kauft man, ich glaube nicht einmal $40 Putz kann man kaufen. Ich schaue jetzt mal kurz nach. Okay, gerade nachgeschaut. Oh Wunder, man kann $5 Putz kaufen. Okay. Die sind natürlich viel billiger als die 40er. Ja, aber selbst die Leaps für die 40er sind nicht so teuer. Das ist eure Sache. Ja. Meine Idee, wenn man sicher spielen will, 40er Putz, wenn man auf ein bisschen Risiko ausgeht und von der bärischen Variante überzeugt ist, $3 Putz. Aber das ist komplett eure Sache. Ja, das schaut auf jeden Fall kacke aus. Okay. Nächstes ist Webull. So, nach einem bärischen Stock schauen wir uns eine bullische Aktie an. Und Webull, glaube ich, wird langsam bullisch. Für Transparenz, das und FFEI sind die zwei, wo ich wirklich einmal, die einzigen zwei, wo ich wirklich komplett falsch lag. Ja. Bei Webull, zu meiner Verteidigung, ich hatte keine andere Chance. Ja. Ich habe es angefangen zu tracken, da waren wir gerade hier. Ja. Und ich habe das als Symmetry Play mir angeschaut. Hätte bedeutet, dass dieses Fractal hier fertig ist. Higher Low, und Ole. Ja. Und dann sind wir heruntergebrochen. Ja. Somit, das Fractal war noch nicht fertig. Ja. Manchmal hat man keine Chance. Im Großen und Ganzen trotzdem. Wir haben unser ABC, unser Lower High, hier ist unser M. Das bedeutet, unsere B-Linie ist über $18. Dann fallen wir runter zu unserem T. Bedeutet, unsere A-Linie ist bei $10. Und dann sind wir runtergefallen zu unserem W. Und meine Zeitangabe war dafür 4. Februar bis zum 13. Februar. Und, naja, ich meine, ich habe eigentlich gedacht, dass wir hier ein V bekommen und dann ein Higher Low. Wir haben angefangen am 4. Februar nach unten zu laufen. Somit Zeitangabe war richtig, Richtung war falsch. Ja. Aber das könnte unser Wie gewesen sein.
Bedeutet, am 5. Februar könnte unser Wie gewesen sein. Was machen wir jetzt? Wir brauchen jetzt noch immer unser Higher Low. Ja? Fürs Higher Low, das wird nicht höher gehen als $7. Ja? Und es darf natürlich nicht tiefer gehen als 5,60. Ja? Und ich denke, dass bis zum 17. Februar sollten wir dieses Higher Low fertig haben. Sollten wir am 17. Februar dieses High halten, ich meine, jetzt müssen wir warten, kann man vielleicht auf niedrige Timeframe, ja. Jetzt müssen wir warten, bis dieses Higher Low fertig ist. Ja. Dann können wir unseren Peak nehmen, wo immer der ist. Ja. Also nehmen wir mal an 6,86. Ja. Dann fallen wir hier nochmal runter. In dem Moment, wo wir unter der 7,86 sind, ist unser Higher Low fertig. Und es kann nach oben gehen. Und wie ich vorher schon gesagt habe, unser nächstes Ziel ist irgendwas über 10 für A und irgendwas über 18 für B. Und dann ist die große Frage, wiederholen wir die IPO? Ja, sollten wir die IPO wiederholen, ja, dann wird das halt sowas. Ja, weil man sieht hier nicht wirklich Pullbacks. Ja. Andernfalls machen wir dasselbe, was wir immer machen. Wir gehen dann zu unserem A, machen 0,5 Pullback, gehen zu unserem B, 0,5 Pullback und dann geht's ab zu C. Ja? Aber das schauen wir dann mal. Ja? Aber, wie gesagt, schaut am 17. oder vielleicht schaut schon am 14. und 15. Februar, was diese Aktie macht, weil sie wird jetzt langsam interessant. Okay. Nächstes ist Plug. So, Plug ist ein etwas anstrengenderes Fractal, weil es halt doch sehr viel Price Action hat. Für Plug gibt es mehrere Möglichkeiten derzeit. Wir fangen mit der absolut bärischen Version an. Bedeutet, von der IPO bis Februar 2013, das war unser C. Also im ganz großen Maßstab unser C. Bedeutet, hier ist unser tiefster Punkt, unser Wie. Von 2013 bis Mai 2025 wäre unser Higher Low. Für die bullische Variante, für die bärische Variante heißt es aber, dieses Higher Low ist nicht fertig. Ja. In dem Fall müssen wir noch immer runter zu 44 Cent. Ja. Das hat mit dem zu tun, was wir die letzten Wochen gezeigt haben. Da zoome ich gleich rein. Einfach nur merken, bärische Variante bedeutet 44 Cent. Für die bullische Variante ist unser Higher Low am 25. Mai fertig. Ja? Und wir sind jetzt schon auf dem Weg zu unserem großen A, was auf jeden Fall höher sein muss als der Peak unseres Higher Lows, also höher als $73. Gut, dann schauen wir jetzt mal an, was wir die letzten Wochen gemacht haben. So, hier unser Mai-Tiefpunkt, unser Mai-Low. Als erstes die bärische Variante. Die bärische Variante bedeutet, also die ganz bärische, dass dieses Peak hier am 3. Oktober unser großes T war. Bedeutet, wir werden hier runterbrechen. Bedeutet, wir werden unter 69 Cent fallen. Bedeutet, unser Zielpunkt ist 44 Cent. Das wird erstens ein bisschen Zeit dauern, außer wir machen so etwas Ähnliches wie Unity Software und kneifen einfach runter. Aber normalerweise wird das Zeit brauchen und dann ist der erste Buy halt erst bei 44 Cent. Das wäre die absolut bärische Variante. Die nicht ganz so bärische Variante bedeutet, dass das Ganze hier unser Higher Low ist. Und zwar das Higher Low von diesem Pullback hier. Ja. Bedeutet aber trotzdem,
dass wir auf jeden Fall hier runter müssen. 1,03 $. Ja, ist auch unter das 7,86 FIB. Ja. Bedeutet, dass das unser Lower High war und das hier unser M war. Ja. Für Levels bedeutet das alles unter 1,60 $ und wir gehen zu 1,03 $. Ja. Und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht die ganz bärische Variante machen. Bedeutet aber auch, sollten wir über 2,69 $ hinausgehen, dann ist das nicht unser Higher Low, sondern unser A. Ja. Und das bedeutet, wir sollten von hier an nach oben gehen. Unser nächstes Ziel ist B. Jetzt sei nur eins gesagt. Ich bin hier zwiegespalten. Das Problem hatte ich, ja, weil ich zeige es ja, auch schon bei DGT. Ja. Mir wäre es viel lieber, wenn dieser Peak hier über T wäre. Bedeutet nämlich, das wäre dann ganz fix A. Derzeit ist es für mich wirklich nur 50-50. Ja. Erstens, wir haben hier unten kein richtiges Higher Low. Ja. Also das fehlt uns. Und wir sind nicht mit diesem Peak drüber gegangen. Somit vorsichtig. Ich habe keine Position noch. Ich warte, bis wir dieses Level brechen. Dann würde ich mich besser fühlen. Und klarerweise sollten wir unter 1,61 brechen. Dann ist unser erstes Ziel mal 1,03 $. Und dann schauen wir weiter. Andernfalls muss ich halt sagen, Plug trackt sich wunderschön. Wir sind nur jetzt gerade so an einem Entscheidungspunkt, ja, was wir machen. Wenn wir dann endlich wissen, was wir machen, die Preisziele sind genial. Okay. Als nächstes das Open. So, Open ist ein irrsinnig einfaches Fractal. Und es gibt auch nur noch zwei Versionen. Entweder wir knallen nach oben oder wir sterben. So, Hero or Zero. Es gibt nichts anderes mehr. Ja? Für das Fractal, wir hatten unser C. Und zwar am 21. Februar. Lower High, Midpoint T, Last Time to Sell. Knallen runter zu unserem B. Auch hier kann man sagen, das A ist in der Nähe von T, weil ich ja vorher bei Plug gesagt habe, mir wäre es lieber gewesen, wenn unser A über T wäre. Deswegen bin ich 50-50, weil hier ist es ganz klein wenig drunter. Aber es ist eindeutig A. Dasselbe gilt für B. Ja, weil wenn man sich das hier anschaut bei der Aktie, ist es am 24-stündigen anders? Nein. Ja. Wir sind halt immer ganz knapp zur Linie dran gekommen. Ja. Somit, es ist nicht hundertprozentig, dass A immer über die Linie drüber sein muss, aber wenn es drüber ist, ist es eindeutig. Dann haben wir also wie gemacht. Ja. Wir haben hier nur ein ganz klitzekleines High Low gemacht, raufgeschossen über die Trendlinie zu unserem A. Und auch wenn man sich dieses A hier anschaut, es ist einfach perfekt. Raufgeschossen, Retest, 0,5 Pullback, gebounced, perfekt. Rauf zu B. So, dann sind wir zu B raufgeknallt. Und dann haben wir ich meine, ich habe ja Putz gespielt, ja, bis zu dem Punkt, ja. Ich bin grün ausgestiegen. Allerdings muss ich dazu sagen, ich habe gedacht, das wäre unser Pullback gewesen. Warum? Weil B immer zu 0,5 zurückgeht. Das war nicht ganz nah dran, aber ich habe mir halt gedacht, okay, das reicht. Ja, und bin von hier an bullish gewesen. Ja. Man sieht halt, man kann nicht immer gewinnen, weil das hier war nicht der B-Pullback. Das Ganze ist der B-Pullback. Ja. Und jetzt sind wir eindeutig komplett auf der 0,5 gelandet und gebounced. Ja. Jetzt die zwei Varianten. Bullische Variante bedeutet, wir sind fertig.
Wir machen jetzt vielleicht noch ein kleines Higher Low, ja, aber dann geht's rauf zu All-Time High. Und entweder drüber oder wir machen ein niedrigeres Lower High und dann geht das Ganze wieder nach unten. Ja, das wird dann so ähnlich ausschauen wie das hier. Nur wahrscheinlich noch größer und noch länger. Somit wird es dann eigentlich unattraktiv, weil wenn man das hier auf 2 Jahre verlängert, wird es einfach uninteressant. Die Alternative dazu ist, ich weiß nicht immer, man sollte immer eine Alternative haben. Ich weiß nicht, wie ich das machen sollte, aber die einzige Alternative, die ich hätte, wäre, dass das unser C ist. Ja? Nur würde ich dann einige Regeln dafür brechen, aber als Alternative uns sagen wir brechen unter $3,08, dann war das unser C. Und das bedeutet unter $1. Ja? Dann geht es wirklich knallhart runter. Ich sehe es nur derzeit nicht und es würde auch keinen Sinn ergeben. Ja? Okay. Das war für Open. Dann machen wir ein kleines Update für FFEI. So, für FFEI, wie gesagt, ich sage immer, wenn mir ein Fehler passiert ist, ja, FFEI habe ich falsch getrackt. Warum? Für die Wiederholung, unser C, Februar 21, Lower High, Midpoint, massives T, runtergeknallt. Mein voriges Tracking, weil es einfach so fantastisch ausgeschaut hat, hätte bedeutet, dass am 17. April 2025 unser Low gewesen wäre und das Ganze ein wunderschönes Higher Low gewesen wäre. Und in dem Fall habe ich gesagt, dass um diese Zeit hier herum machen wir unser Squeeze und sind fertig. Tja, wir hatten unseren Squeeze, aber in die falsche Richtung. Ne? Somit, wie schaut das jetzt aus? Erstens, ich würde es jetzt trotzdem nicht mehr anrühren, weil wir sind in einem Bereich, der einfach scheiße ist. Aber fürs Tracking, ja, das hier ist unser großes T. Ja. Technisch gesehen ist das fertig. Ja. Es ist allerdings auch fertig, wenn wir zu einem Cent runtergehen. Ja. Unser früheres Higher Low, das hier, ist jetzt kein Higher Low, sondern eindeutig unser T. Ja. Auch dieses T hat hier angefangen, ja, am 16. April. Und auch das ist technisch fertig, weil es hat ein Lower Low gemacht. Ja. Somit, wann auch immer wir jetzt unseren Boden finden, ja, wir müssen jetzt ein Higher Low machen. Ja. Dieses Higher Low, wo auch immer unser Boden ist, also nehmen wir mal an, das war unser V. Wir sind 30% runtergeknallt auf bullische News. Ja. Deswegen sage ich auch immer, kleiner Rant von mir, es ist scheißegal, was für News wir haben. Es ist scheißegal, ob man gute Earnings hat. Bestes Beispiel war jetzt gerade Google und Microsoft. Fantastische Earnings. Knife. Es ist scheißegal. Dieser Blödsinn, der euch von Banken, hyperintelligenten Hedgefondsmanagern erklärt wird, alles ist fundamental und so, ist alles Blödsinn. Es ist fake. Nur meine Meinung. Wir müssen uns jetzt ein Higher Low machen. Ne? Maximal $1,13, weil wir werden diese Trendlinie mit dem Higher Low nicht brechen. Ja? Nehmen wir mal an, das ist unser V, machen unser Higher Low, dann haben wir die nächste Chance, hinaufzuknallen. Ich werde es weiter tracken, ja? Weil die Sache ist halt, wenn es jetzt nicht bankrott geht, OTC oder delisted, was auch immer, ja? Weil es ist halt einfach so, die Moves, die DGT macht, jedes Mal, nachdem das Higher Low fertig ist, hat man einen extremen Knall nach oben. Das ist halt attraktiv, ja. Ich habe nur, wie gesagt, also ich hätte mir gewünscht, wir hätten dieses Higher Low hier gehalten, aber ja. Für Levels, unser großes A besteht noch immer,
das ist bei 153. Unser großes B besteht noch immer bei 5000. Ohne Split kommen wir dort nicht hin. Für unsere kleinen A und Bs, ja, unser kleines A hat sich geändert, weil mit diesem T-Peak ist unser kleines A jetzt bei 360 und unser B ist bei 34. Unser C, also da, wo wir auf jeden Fall ohne Split nicht drüber gehen, bleibt noch immer bei 153. Schauen wir mal, was in den nächsten Wochen passiert. Das war halt eine Scheißaktion. Okay, dann springen wir jetzt einmal zu den 3 Community-Wünschen. So, wir fangen mit dem leichtesten an. Und das leichteste ist Southern Copper Corporation, SCCO. Ja. Leicht, ja, so halbwegs. Die blödesten Charts zum Tracken sind halt wirklich solche. Ja. Solche, die einfach nur nach oben gehen. Ja. Die Sache ist die, für Southern Copper, es ist alt genug. Ja. 1996, man kann sich nicht beschweren, weil ich immer sage, ich tracke ungern junge Firmen, weil man halt zu wenig sieht. Aber das Problem ist, selbst mit 196, wir haben nicht viel Price Action hier. Ja. Wie das, was wir sehen, höchstwahrscheinlich ist der 22. Oktober 2001 unser W. Ja. Der 15. Oktober 2007 ist unser A, ja, weil wir haben hier unseren 0.5 Pullback. Und das Ganze ist unser Run zu B. Ja. Ist B jetzt schon fertig? Ja, das ist die Frage aller Fragen. Ne? Den einzigen Uptrend, den wir vergleichen können, ist dieser hier. Ja? Dieser ganze Uptrend könnten wir mit dem vergleichen. Wir haben hier unseren Pullback und dann kann man langsam anfangen zu zählen. Ja? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja? Also wenn das hier noch nicht unser Peak ist, ja, dann sind wir jetzt gerade, ich würde sagen, nahe dran. Ja. Wo auch immer unser Peak sein wird. Ja. Und das tut mir echt leid. Ja, aber in dem Fall kann ich euch nicht wirklich sagen, wo unser Peak ist. Ich habe keine Vergleichsmöglichkeit. Ich kann euch nur sagen, das wird noch einiges weiter raufgehen. Ja. Weil, nehmen wir mal an, wo wir jetzt gerade sind, ist unser Peak. Ja, dann nehmen wir von unserem A-Boden zu diesem Peak unsere 0.5. Dann wird das runterknallen auf 40. Ja, und zwar in der Manier, also wirklich, wirklich schnell. Aber da das hier noch unser B ist, danach geht es weiter auf. Ja. Ja, also kein Financial Advice für eine langfristige Investition. Schaut das nicht schlecht aus. Ich meine, okay, wenn ich noch nicht drin wäre, ja, würde ich warten auf den Pullback und dann einsteigen. Ja. Wenn ich schon drin bin, ja, ich meine, das hier kann locker noch $200 drauflegen und dann knallt es erst runter. Ja. Man sieht halt leider nicht viel. Ich hoffe, das reicht euch. Okay, das nächste ist Mara. So, für Mara Holdings, muss ich sagen, es ist ein grauenhaftes Fractal. Ja. Und zwar deswegen, weil wir haben wunderschön viel Price Action. Aber wir sind jetzt an einem Punkt, wo ich euch wie jeder bescheuerte Bankenguru sagen kann, ja, es besteht eine 50%ige Wahrscheinlichkeit, dass wir raufgehen und es gibt eine 50%ige Wahrscheinlichkeit, dass wir runtergehen. Ja? Aber toi, toi, toi. Ja, ja, weil wir haben unser C, unsere IPO hat im C angefangen. Perfekt. Lower High, perfekt. Niedrigeres M und niedrigeres T. Aber mit unserer neuen Regel, mit der MT-Linie, kein Problem. Unser V für die bullische Variante ist im März 2000. Schönes High Low. Schöner Ausbruch zu unserem kleinen A. Perfekt. 0.5 Pullback.
ist auch perfekt. Rauf zu unserem B geknallt, über der M-Linie, perfekt. Es ist nicht wirklich eine Point 5, ja, aber sei es drum. Und dann sind wir zu unserem C. Jetzt ist halt nur die Sache, okay, das hier ist eindeutig ein Top. Ja? Für die bullische Variante ist das hier unser großes A. Ja? Also 21. November, nein, 8. November 2021, unser A. Dann hatten wir einen Pullback. Dieser Pullback ist eine perfekte 6.18. Auch noch super. Und jetzt wird es knifflig. Jetzt gibt es nämlich zwei Varianten. Entweder das Ganze hier ist einfach nur ein Higher Low. Ja? Was meine ich damit? Entweder wir bouncen hier und brechen über diese Trendlinie und gehen rauf zu unserem B, was auf jeden Fall über 82 sein muss. Super. Oder wir müssen noch immer hier drunter, ja, also $5, unter $5 müssen wir noch, dann wäre dieses Higher Low fertig und auch dann gehen wir rauf zu B. Ja, das wären die zwei bullischen Varianten. Das einzige Problem, was ich mit dieser Sache nur habe, ist, wenn man sich diesen Pullback hier anschaut und diesen Pullback hier anschaut, ja, für die bärische Variante wäre das einfach nur entweder ein C oder unser großes M. Und man betrachtet das Ganze als ein Fractal. Ja. Das bedeutet auch, dass dieser Peak hier ein M ist. Und das bedeutet, dass wir jetzt wahrscheinlich gerade an dem Punkt hier sind. Oder nicht an dem Punkt. Doch. Nein, nicht einmal an dem Punkt. Wir wären jetzt schon an dem Punkt hier. Das ist der Scheiß dran. Und das bedeutet, wenn das hier nur unser M ist, ja, so blöd sich's anhört, erst hier ist unser M fertig. Dann müssten wir wieder rauf, unser T, und dann müssen wir noch niedriger. Ja? Vielleicht. Ja. Somit, das Einzige, was ich euch sagen kann, ist, wenn wir runtergehen, aber bei $5 und 11 Cent bouncen, ist alles noch immer super. Wenn wir dann noch über diese Trendlinie, also über $18 gehen, super. Wir werden auf jeden Fall 83 brechen und höchstwahrscheinlich werden wir auch 237 brechen. Ja? Und unser B ist halt dann hier irgendwo oben. Ja? Solltet ihr unter $3,09 brechen, sage ich euch, meiner persönlichen Meinung, Hände weg oder Putz. Und ich könnte euch sogar garantieren, dass dann Mara sterben wird. Weil welche Aktie überlebt das? Ja, wenn man sich die anschaut, wie tief das geht. Ich meine, okay, mit einem Split vielleicht, mit einem Reverse Split, aber wer will auch schon Aktien mit Reverse Split spielen die ganze Zeit? Ja. Leider kann ich euch mehr dazu nicht sagen. Okay, nächstes ist Nano-Dimension, NNDM. Selbes Problem wie Mara, nur meiner Meinung nach sogar schon fast schlimmer. Es gibt eine extrem bullische Variante und eine extrem tödliche Variante. Fangen wir mit der bullischen an. Es hat seine IPO im Top gestartet, runtergeknallt, also hier ist unser L, runtergeknallt, hier ist unser M, ja, das wäre unser nächstes B für die bullische, also irgendwas über $33. Dann von unserem M extrem runtergeknallt zu unserem T und dann unser V. Unser V war am 20. März, am 30. März 2000. Schönes High Low hier gemacht. Schön über die Trendlinie ausgebrochen. Ein
halbwegs perfekter 0,5, 0,618 FIB Pullback. B ist leider nicht mehr so schön, weil eigentlich ist B schön. Oh ja, das hier ist B. Ja. Warum ist das hier schön? Warte mal, ich habe das. Ja, ja, das war das Problem. Genau. Kleine Sache. Beim Weekly, beim wöchentlichen, ohne After Hours, ist das nämlich schön. Ja? Weil da nimmt man einfach von dem A-Boden zum B-Peak perfekter 0,5. Ja? Habe ich schon gedacht, ha, geil, easy. Ja? Und dann geht man auf den 24-stündigen und nicht mehr so easy. Weil wenn man sich das hier genau anschaut, ist dieses Peak lower. Und das spielt es nicht. B kann nicht niedriger als A sein. Nee. Bedeutet, unser B muss irgendwo hier oben sein. Und das ist der Scheiß dran. Ja. Das wäre ein perfekter 0,5. Hier hat man keinen 0,5 mehr. Aber okay. Nichtsdestotrotz, wir haben unser A bekommen für die bullische Variante. Viel zu weit oben. Aber noch immer okay. Dann sind wir in den A-Pullback gegangen. Und man muss halt schon sagen, also erstens ist das A extrem hoch. Ja. Und der Pullback ist ein Wahnsinn. Ja, also wie lang war das? Das waren 1800 Tage. Bedeutet 5, 6 Jahre. Ja. Aber fürs bullische Tracking geht sich's gerade noch aus. Ja. Wir sind noch über das 6.18, geht sich gerade noch aus. Ja. Bedeutet, für die bullische Variante, unser T war am 5. Februar 2025 runtergeknallt, wie es nach einem T sein sollte. Hier ist unser V. Ein schönes Higher Low und ausgebrochen aus der Trendlinie. Für die bullische Variante bedeutet das, wenn wir jetzt so was Ähnliches machen wie in 2020, ja, könnte es sein, dass das hier dann unser A sein wird. Dann bekommen wir einen massiven Pullback wieder runter auf die Trendlinie. Wahrscheinlich wieder ein 6.1. Das geht sich hier sogar gar nicht aus. Ja, aber trotzdem, zur Trendlinie runter. Und dann ein massiver Ausbruch zu unserem B, was über $9 sein muss. Wenn wir irgendwas in der Art wieder wiederholen, wird das halt irgendwas hier sein. Ja. Das ist aber noch immer unser kleines A, kleines B. Unser großes B, also das B, was nach diesem A kommt, ist halt über $33. Ja. Das wäre die bullische Variante. Die bärische Variante ist einfach das Problem. Ich meine, ich sehe schon, es ist 2016, es ist eine ältere Firma schon. Aber nichts in diesem Chart sagt mir, dass dieser Peak hier nicht einfach M sein kann. Und das ist mein Problem. Ja. Bedeutet, sollten wir aus irgendeinem Grund hier rejecten, ja, also nicht höher als $12 und 12 Cent gehen, dann werden wir hier runterknallen. Ja. Unter, was ist das? Unter 50 Cent. Dann werden wir nochmal raufkommen. Das wäre unser T. Dann gehen wir erst zum V. Und ich glaube, das wird diese Firma nicht überleben. Oder es wird einen Reverse Split geben. Ja. Eins von beiden. Und das Problem an der Sache ist, es sagt mir nichts, dass das nicht sein kann. Ja. Muss ich ehrlich sagen, ich würde sogar mehr dazu tendieren. Ja. Aber wenn wir über 2,14 gehen und vor allem, wenn wir über 2,66 gehen, $2,66, das ist bullish. Ja. Und dann kann man diese Variante vergessen. Sollten wir bei hier in der Area irgendwo rejecten, dann war das hier unser M. Und das wäre nicht das erste Mal, dass ich so einen Scheiß sehe. Ja. Das hier schaut
sehr nach einer sterbenden Firma aus. Ja, ich meine, okay, das könnte man über AMC auch sagen. Ja, also Hoffnung ist nie vorbei, aber wir müssen über 2,69. Wir müssen. Andernfalls wird's kacke. Hm? Okay, ich glaube, das war alles. Ja, wieder eine Stunde. Ja. Okay, wie immer, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like. Erklärvideo hier, Playlist hier. Und wenn ihr mehr sehen wollt, Abo hier. Schauen wir, was uns die Woche bringt. Wir sehen uns.